Frieda, ich kann dir diese Entscheidung nicht abnehmen. Aber ich finde wirklich, du solltest, solange du dir nicht hundertprozentig sicher bist... Sollte ich was? Abwarten? Bis es für einen Abbruch zu spät ist? Nein. Sebastian ist da und er würde dich niemals im Stich lassen. Ja, weil er so verdammt pflichtbewusst ist. Ich allein mit einem Kind schaff das einfach nicht. Diese scheiß Tierschützer. Wie seht ihr denn aus? Was ist passiert? Natürlich, es sollte so aussehen, als ob die Tat von Tierschützern begangen worden ist. Was heißt das jetzt? Das heißt, dass wir noch mal ganz von vorne anfangen. Ab jetzt ist jeder verdächtig. Jeder. Du meinst, jetzt ist jeder verdächtig? Zumindest jeder, der Zugang zu den Räumlichkeiten dieser Firma hatte. Ja, aber findest du das nicht ein bisschen übertrieben? Andi, hier geht's um Einbruch und Sachbeschädigung in Millionenhöhe. Und die Typen rennen immer noch da draußen rum. Und du findest es ein bisschen übertrieben, dass ich die Sache noch mal neu aufrolle? Nein, nein. Das hat Andi doch überhaupt nicht gemeint. Er weiß, dass du deinen Job einfach nur sehr gründlich machst. Ja, also jedenfalls habe ich jetzt einen Mordskohldampf. Kommt ihr mit zu Emilio auf den Burrito? Ja, dann bis später. Ach, Olli, sag mal, warst du eigentlich bei LCL am Tag vor dem Einbruch ins Belzlager? Ich? Nee. Ist klar. Guten Hunger. Danke. Alter, was war das denn jetzt? Das ist mir einfach so rausgerutscht. Du warst doch gestern bei LCL mit Jessica beim Shooting. Ich weiß. Mann, das war so unnötig. Jetzt bist du auch verdächtig. Sie wollen mich wirklich bei Ihrem Dessous-Startup dabei haben? Und das, obwohl ich noch im ersten Lehrjahr bin. Ja, wir würden natürlich darauf achten, dass das nicht zu kurz kommt. Aber ich habe mit Rebecca schon gesprochen. Sie würden sozusagen nebenbei für uns arbeiten, als Zweitjob. Aber mit Arbeitsvertrag und als feste Mitarbeiterin. Also, wie sieht's aus? Sind Sie an Bord? Ich würde wirklich nichts lieber tun. Aber ich fürchte, es geht nicht. Leider. Aber warum denn? Sie wollten doch so gern. Das will ich auch nach wie vor. Aber ich habe bereits einen Zweitjob, und zwar bei dem Escort-Service. Um, wie Sie wissen, den Klinikaufenthalt meiner Mutter zu finanzieren. Diese Klinik ist wirklich wahnsinnig teuer. So viel können Sie mir als Näherin gar nicht zahlen. Wirklich. Ich würde so gerne annehmen. Und lieber heute als morgen mit dem Escort aufhören. Aber ich brauche das Geld. Und 3 Jobs gleichzeitig. Vielen Dank für alles. Ja. Sie beide, Sie sind toll. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Sie haben es verdient. Danke. Hi. Störe ich? Nein, überhaupt nicht. Ich wollte sowieso gerade Mittagspause machen. Es trifft sich gut. Ich habe extra mehr gemacht. Bedien dich. Schon wieder arme Ritter? Gab's das nicht erst gestern? Ich könnte momentan ständig essen. Es ist wirklich kein Spaß, schwanger zu sein. Senf wäre jetzt nicht schlecht. Ganz schön trocken, was? Willst du was trinken? Gern. Danke. Hör zu, es tut mir leid, dass ich im Moment so wenig Zeit habe. Wir sind immer noch nicht dazu gekommen, mal über unser Baby zu sprechen. Unser Baby. Ja, wie wir in Zukunft damit umgehen wollen. Wie wär's? Lust auf einen Spaziergang am Rhein? Klar, gern. Vielleicht finden wir eine Wurstbude, die haben bestimmt Senf für dich. Das wäre super. Ja, Marlene, was gibt's? Wann? Ah, das lässt sich nicht verschieben. Nein, dann mach den Termin fest. Ja. Also kein Rheinspaziergang.
Es tut mir echt leid, aber das ist wirklich ein verdammt wichtiger Kunde. Kein Problem. Es hat sicher keiner von uns vorher in seinen Terminplaner geschrieben, dass ich von dir schwanger werde. Und die lasse ich dir hier. Armer Ritter. Mann, was mache ich denn jetzt? Wenn Frank mit Jessie redet, dann schnallt er doch sofort, dass ich gelogen habe. Die Aktion war auf jeden Fall mal voll für den Arsch. Warum packst du denn nicht gleich einen Zettel an die Stirn, wo drauf steht, ich war's? Ich weiß. Hey, jetzt lass doch mal Olli in Ruhe. Und außerdem, was macht er überhaupt hier? Ich wollte dich da raushalten. Du wolltest ihn anrufen und ihm sagen, dass er mit dem Arsch zu Hause bleiben soll. Und jetzt taucht er hier auf und tischt dem Helmke die ganzen Lügengeschichten auf. Mann, Fritsche, das war doch keine Absicht. Wenn ihr die Pelze nicht ruiniert hättet, dann hätten wir das Problem gar nicht. Das ist alles nicht mein Problem. Ich wollte euch nur helfen. Ja, ich weiß. Tut mir auch leid. Aber im Grunde verdächtigt doch Helmke überhaupt niemanden von uns. Oder? Ja, und was mache ich jetzt, dass das so bleibt? Okay, pass auf. Du gehst einfach da rein und dann sagst du ihm, dir ist eingefallen, du hast dich im Tag geirrt. Ganz einfach. Okay, das ist gut. Oder? Ja, das war ja ein kurzer Besuch. Ja, Sebastian hat gleich einen Termin. Ach, stimmt ja. Und daran bin auch noch ich schuld. Ich habe ihm den reingedrückt. Sorry. Ist nicht so schlimm. Aber Sebastian tut mir irgendwie leid. Ich habe das Gefühl, er zerreißt sich förmlich zwischen mir und der Arbeit. Rebecca, du bist die Fachfrau. Wenn du sagst, dass es das Richtige ist für die Mighty Hip Fashion Kollektion, dann wird das schon stimmen. Er ist günstig im Einkauf und trotzdem hochwertig. Wenn wir unseren guten Namen schon verramschen, dann für was ganz Besonderes. Weißt du, wir müssen den Markenkern von LCL erhalten und trotzdem massentauglich werden. Sebastian, hörst du mir überhaupt zu? Nur wenn die Mighty Hip Fashion Kollektion richtig einschlägt, schaffen wir die notwendige Wertsteigerung, um LCL mit 90 Millionen zu beleihen Und uns endlich bei Vincent Berg freizukaufen. Ich weiß das alles. Ja, aber so richtig begeistert bist du anscheinend noch nicht von unserem Plan. Ach, das ist es nicht. Frieda Hansen. Sie ist wirklich eine tolle Frau. Sebastian ist so ein toller Mann. Ich stehe ja mehr auf seine Schwester, aber ja, das ist er. Ich meine, wie würden andere Typen reagieren, wenn der Urlaubsflirt plötzlich ungewollt schwanger wird? Irgendwie macht er immer alles richtig. Sie ist verknallt in dich. Was? Frieda und ich haben das geklärt. Sie weiß genau, woran sie ist. Ja, das willst du glauben, aber ich habe Augen im Kopf. Was ist eigentlich mit dem Baby? Das haben wir noch nicht endgültig geklärt. Sebastian, wenn du dich für das Kind aussprichst, ja, dann mach hier keine falschen Hoffnungen, okay? Ich habe ihr ganz klar gemacht, dass wir als Paar nicht in Frage kommen und wir sind Freunde. Freunde. So, ich hau dann mal ab. Ja, ciao. Tschüss. Hey, Hey, Olli. ist Helmke noch hier? Ja, der ist oben. Allerdings steht er ziemlich unter Strom. Also wenn es nicht wirklich wichtig ist, Ich dann... fürchte, das kann nicht warten, danke. Was ist der denn drauf? Wer? Na, Charlies Kommissar Helmke. Weißt du, wir sind Nachbarn. Der quetscht mich aus, als wäre ich irgendwie seine Hauptverdächtige oder so. Dann hast du schon mit ihm geredet. Ja, der befragt ja alle Mitarbeiter der Reihe nach. Was hast du ihm gesagt? Olli, ist das jetzt hier das nächste Verhör oder was? Quatsch. Hast du ihm von dem Shooting erzählt, am Tag vor dem Einbruch? Ja. Der wollte alles ganz genau wissen, wann es genau angefangen hat, wer dabei war. Und dann hat er mich Dann auch hast du ihm gesagt, dass ich dabei war? Natürlich. Und weißt du, was das Komische an der Sache ist? Dass er das genauso interessant fand wie du. Er hat sogar extra noch mal nachgefragt. Aha. Olli, ist alles in Ordnung mit dir? Das ist nur so ein blödes Missverständnis, das gleich mit Frank. Weißt du, was Nicole gesagt hat? Sie glaubt, dass die Polizei einen von uns verdächtigt. Also wenn ich der Täter wäre, dann würde mir der Arsch jetzt richtig auf Grundeis gehen. Ah, weißt du, was er mich noch gefragt hat? Ob ich in letzter Zeit an den Fingern rote Farbe hatte. Rote Farbe? Ja, weil die Täter doch anscheinend irgendwie die Wände damit beschmiert haben. Also wenn der Täter wirklich unter uns ist, dann sollte er jetzt sein Testament schreiben. Denn der Helmke kriegt den ganz bestimmt.
Ja, dann melden Sie sich doch einfach, wenn Sie mehr sagen können. Ja. Wiederhören. Suchst du irgendwas Bestimmtes? Mein Autoschlüssel. Halt mal bitte. Was ist denn da alles drin? Haufenweise nützliche Dinge. Ja, wenn ich mal liegen bleibe, dann kann ich Schokolade essen und mit der Taschenlampe mein Buch lesen. Und wie oft hast du das schon gelesen? Das kenne ich auswendig. Schließlich habe ich es ja auch immer dabei. Ja, wenn man eine Autopanne hat, dann ist es besser, man liest was Beruhigendes. Da braucht man keine Aufregung. Aber wenn du es doch schon so oft gelesen hast, dann brauchst du doch auch keine Taschenlampe mehr, oder? Stimmt, genau. Deshalb habe ich auch noch ein Alternativprogramm. Sudoku, mein Maniküre-Set. Ja, ich denke wirklich an alles. Nur nicht daran, wo du deinen Autoschlüssel hingetan hast. Ein Chaos da drin. Darf ich bitte mal? Nein, ich mache das schon alleine, danke. Okay, jetzt für mich was. Aha. Tata. Mein Lieblingsbonbon. Willst du? Und du, wie war dein Termin? Ach, mein so wichtiger Kunde hat den Termin gecancelt. Nachdem ich extra alles für ihn umgestrickt hatte. Na toll. Und dafür haben wir unseren Mittagspausenausflug abgesagt. Dann holen wir das eben nach. Lust auf eine Runde im Schlosspark? Wow. Du willst mir deine Ländereien zeigen? Nein, dafür bräuchten wir mindestens einen Tag. Entschuldige. Das ist nur... Was? Na los, Graf Lahnstein. Ich fahre. Was war denn jetzt so witzig? Gräfin Lahnstein. Stimmt doch etwas mit dem Prototyp nicht? Nein, es ist alles in Ordnung. Ganz im Gegenteil. Ich möchte Ihnen ein Angebot unterbreiten. Ich weiß Ihre Bemühungen wirklich zu schätzen. Und ich würde so wahnsinnig gern bei Ihnen einsteigen, aber... Sie können es sich nicht leisten wegen des teuren Klinikaufenthalts Ihrer kranken Mutter. Das habe ich schon verstanden. Frau Baumann, ich betreue seit Jahren die Jana von Lahnstein Stiftung. Mit dieser Stiftung unterstützen wir etliche Projekte und Einrichtungen. Und unter anderem auch die Klinik, in der Ihre Mutter untergebracht ist. Ach, wirklich? Dann glauben Sie also auch, dass das eine gute Einrichtung ist? Ja, das ist es. Das weiß ich. Es gibt eine Härtefallregelung, nach der man den monatlichen Kostenbeitrag um die Hälfte senken kann. Ja, ich weiß. Aber wir sind nicht als Härtefall anerkannt worden. Doch, jetzt schon. Ich habe mit dem Verwaltungsdirektor gesprochen und er hat Ihren Fall noch einmal geprüft. Positiv. Und das ist die Summe, die wir Ihnen als Einstiegsgehalt zahlen. Das ist nicht Ihr Ernst. Ja, ich weiß, selbst die Hälfte der Kosten für die Klinik sind noch eine Menge Geld. Und 2 Jobs als Schneiderin, das bedeutet eine Menge Arbeit und Überstunden, aber... Ich könnte das schaffen. Wenn die Hälfte der Behandlungskosten meiner Mutter wegfallen, dann könnte ich das wirklich schaffen. Sicher? Ja, verdammt nochmal. Und wissen Sie, was das heißt? Ich muss nie wieder als Callgirl arbeiten. Ich brauche den Escort-Service nicht mehr. Ist doch wunderbar, dann sagen Sie den Herrschaften am besten gleich Bescheid. Keine Sorge, Frau Baumann. Sie werden bei uns genug Geld verdienen, dass Sie für Ihre kranke Mutter sorgen können. Das ist versprochen. Boah. Wenn ich so einen Park hätte, ich wäre hier ständig unterwegs. Wenn du so einen Park hättest, dann hättest du auch so eine Firma und dann wärst du hier nicht ständig unterwegs. Aber als Kinder habt ihr ja bestimmt oft gespielt, oder? Welches war denn dein Lieblingskletterbaum? Keiner. Ich bin hier nicht aufgewachsen. Nicht? Nein. Mein Großvater hat meinen Vater enterbt, als der sich in eine Bedienstete verliebt hat. Wow. Das ist ja wie im Mittelalter. Mhm. Und die Bedienstete, das war deine Mutter? Ja. Und bis zu ihrem Tod haben wir dann eben zusammen in einer kleinen Etagenwohnung gelebt. Und wo war dein Vater? Mein Vater,
Ach, das ist eine lange Geschichte. Jedenfalls ist er erst nach dem Tod meines Onkels nach Königsbrunn zurückgekehrt. Das erklärt einiges. Was denn? Warum du nicht so ein überheblicher Grafenschnösel geworden bist, sondern... Sondern? Ganz nett. Gab's denn vor deiner Etagenwohnung keine Bäume? Doch, aber ich bin nicht so viel geklettert. Ich war eher damit beschäftigt, aufzupassen, dass meine kleinen Geschwister nicht runterfallen. Verstehe, Höhenangst. Na, Verantwortungsgefühl. Ja, klar. Das hätte ich jetzt auch gesagt an deiner Stelle. Na, ich jedenfalls bin immer sehr gerne auf Bäume geklettert. Und wenn ich es mir genau überlege, mache ich das auch heute noch gern. Na los. Jetzt warte mal, das ist nicht ganz ungefährlich in deinem Zustand. Glitscher. Oder hast du doch Höhenangst? Ich hab Na, warte. Stehen bleiben. Was soll das denn? Das ist nicht witzig. Olli, das war ein Spaß. Olli, ich wusste ja nicht, dass du neuerdings so schreckhaft bist. Schon gut. Sag mal, so viel Fleckenmittel? Ja, viel hilft viel. Was hast du denn angestellt? Gekleckert. Womit? Rot. Beete. Also, rote Beete. Christian hat mir eine Jacke geschenkt, die ist total versaut. Und jetzt probiere ich mal. Du, hör mal, Olli, ich habe eine ganz tolle Reinigung. Die kriegen alle Flecken aus meiner Tischwäsche, egal was drin war. Hol mir die Jacke, ich nehme sie mit. Danke, das ist total lieb, aber ich probiere das erst mal selbst, ja? Tschüss. Tschüss, Olli. Tschüss. Wiederhören. Ich hab's getan. Ich habe bei dem Escort-Service gekündigt. Danke. Ohne Sie hätte ich das niemals geschafft. Doch, das hätten Sie. Vielleicht hätte es ein bisschen länger gedauert, aber Ich werde Sie bestimmt nicht enttäuschen. davon bin ich überzeugt. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Frau Baumann, das ist ganz alleine Ihr Verdienst. Wir haben Sie vielleicht ein bisschen geschubst, aber gesprungen sind Sie selber. Vergessen Sie das nie. Ihre Mutter kann sehr stolz auf Sie sein. Ich freue mich. Ein Glück, dass du nicht mein großer Bruder warst. Na, hör mal, ich hab dir gerade das Leben gerettet. Bitte was? Du hast mich am Hosenbein vom Baum gezogen. Ja, damit du keinen Quatsch machst, hast du mal gesehen, wie hoch das Ding ist? Also doch, Höhenangst. Ich hab's gewusst. Ich hab keine Höhenangst. Solange du mit unserem Kind da nicht so streng bist. Also wenn wir es denn bekommen. Ich hab dich schon verstanden. Hey, du wirst meine tolle Mutter. Graf Lahnstein, hier sind Sie. Mein Gott, Ihr Handy ist ausgeschaltet. Weil ich mal für eine halbe Stunde ungestört sein wollte. Bitte vielmals um Verzeihung, Graf Lahnstein, aber das St. Vinzenz Krankenhaus hat angerufen. Der Zustand Ihrer Frau, Ihrer Ex-Frau hat sich verschlechtert. Was soll das heißen? Dr. Mendez sagt, es sei sehr ernst. Ach, Mist. Ich bin doch mit dir gefahren. Mein Auto steht noch bei LCL. Ich fahr dich. Ja. Olli? Moment. Ja, und? Hast du mit ihm geredet? Was hat er gesagt? Ja, der Osterhase Helmke natürlich. Nichts. Siehst du? Hab ich doch gewusst. Wenn du gleich zu ihm hingehst und das richtig stellst, ist gar kein Problem. Du hast gar nicht mit ihm gesprochen, oder? Was? Ja, der hatte doch sowieso schon mit Jessica geredet. Umso wichtiger wäre es gewesen, die Sache richtig zu stellen. Warst du zu feige oder was? Nein, aber
Mann, der hat alle Mitarbeiter der Reihe nach zu einem Einzelgespräch zitiert. Es hätte ewig gedauert, bis ich da dran gewesen wäre. Und dann habe ich gedacht, ich komme erst mal hierher und mach das. Aber das andere wäre wichtiger gewesen. Ach ja? Andi, hier ist noch rote Farbe drauf. Wenn Helmke herkommt und hier rumstöbert und das findet, na, Jessica ist ja inzwischen sicher, dass es einer der Mitarbeiter war. Okay, aber er wird bestimmt nicht beim Neffen seiner Frau anfangen zu suchen. Und wenn doch? Ja, dann verstehe ich auch nicht, warum du diese Schwachsinnsaktion machst. Schmeiß das Teil doch einfach weg. Das hat Christian mir aber geschenkt. Ich glaub's ja nicht. Willst du, dass Christian dich in Zukunft jeden Tag im Knast besuchen kommt, oder was? Du hast deine Schuhe auch nicht weggeschmissen. Ja, das stimmt, aber das mache ich jetzt. Okay, dann kommt das Teil halt auch weg. Ja, und vielleicht überlegt ihr euch endlich mal ein Alibi für die Tatzeit, falls Helmke euch mal fragt. Jede Menge gute Neuigkeiten, nicht wahr? Du weißt gar nicht, was gerade passiert ist. Lass mich raten, das gefallene Mädchen wurde gerettet von Lisbeth, der Mutter der Nation. Du siehst, ich weiß Bescheid. Vor allem sehe ich, dass du dich kein Stück mit mir freust. Obwohl ich mit dem Escort-Service aufhören kann. Das hättest du schon viel früher haben können, aber das wolltest du ja nicht. Ich habe sogar schon gekündigt. Deinetwegen. Aber dann hast du ja Tanja geheiratet. Diese Heirat hätte nichts zwischen uns geändert. Sie hat alles geändert und das weißt du auch. Ja. Jetzt soll ich mir das noch aufs Brot schmieren lassen? Gar nicht mehr. Ich will auch nicht streiten. Ansgar, ich habe jetzt einen Job, bei dem ich wirklich gut verdiene. Und außerdem hat die Klinik die Behandlungskosten für meine Mutter gesenkt. Ich bin endlich unabhängig. Ja, das war ja immer so wichtig, unabhängig sein. Bloß keine Hilfe annehmen, egal von wem, nicht mal von mir. Dem Mann, der dich liebt. Ich hätte die Behandlungskosten komplett übernommen, aber war ja offensichtlich nicht gut genug. Wenn ich dir wirklich so viel bedeute, wie du immer behauptest, warum kannst du dich nicht einfach für mich freuen? Freuen? Ich habe dich so oft gebeten, die Prostitution an den Nagel zu hängen. Ich hätte dir alles dafür gegeben. Und dann kommt Lisbeth. Eine Frau, die du nicht mal kennst. Und du fällst ihr um den Hals, als wäre sie die gute Fee? Frau Schneider und Gräfin Lahnstein haben mir gar nichts geschenkt. Das habe ich allein geschafft. Mit ehrlicher Arbeit. Ja. Und ich hätte dir das Geld gegeben, ohne dass du dafür arbeitest. Ich hätte nur akzeptieren müssen, dass du mit einer anderen Frau zusammenlebst. Nicht mit mir. Und deshalb wollte ich auch nicht dein Geld annehmen. Weil ich mich nicht von dir kaufen lasse. Gut, also nochmal. Wir haben uns im No Limits getroffen und wollten von da aus losjoggen. Ja, und dann hast du gemerkt, dass du deine Pulsuhr bei LCL vergessen hast, im Pelzlager. Ja, genau. Bis dahin stimmt die Geschichte ja noch. Aber ab jetzt müssen wir uns an folgende Geschichte halten. Wir sind von LCL aus zum Rhein runtergelaufen. Bis zur Fußgängerbrücke am Medienhafen. Genau, dann über die Brücke und auf der anderen Seite wieder zurück. Gut, und am Rheinufer hat sich direkt vor unserer Nase so ein kleiner Junge auf die Nase gelegt. Ja, die Mutter hat ihn getröstet. Und dann kurz vor der Brücke habe ich Seitenstechen bekommen und deswegen mussten wir ein paar Schritte gehen. Alles in allem waren wir etwa eine Stunde unterwegs. Sitz doch. Wichtig ist jetzt nur, nichts vergessen und nichts durcheinander bringen. Das kriegen wir hin, oder? Hm? Okay. Jetzt müssen wir den nur noch loswerden und dann kann uns keiner mehr was. Ja? Hey, kann ich rein? Klar. Hi. Hey. Was macht ihr eigentlich? Wir hängen einfach rum. Im Badezimmer bei abgeschlossener Tür. Das ist ganz schön faustdicker in den Ohren, was? Was läuft denn hier eigentlich? Das erkläre ich dir später, Fritsche. Ciao. Dr. Mendes, was ist mit ihr? Deutlich erhöhte Körpertemperaturen. Derzeit sind wir bei 39,2 Grad, Tendenz steigend. Was heißt das? Vermutlich ein Infekt. Das heißt was? Der Körper Ihrer Frau ist durch das Koma sehr geschwächt. Jeder noch so kleine Infekt kann in der jetzigen Situation sehr gefährlich werden. Was tun Sie dagegen? Wir verabreichen Antibiotika und hoffen, dass sie anschlagen. Und wenn nicht? Glauben Sie mir, wir tun, was wir können. Kann ich zu ihr? Okay, aber nur kurz. Dieser ganze Selbstverwirklichungsquatsch, das kannst du doch nicht ernst meinen. Das ist so typisch.
Ich habe dir gerade zum 1000. Mal erklärt, dass ich unabhängig sein will. Und du kapierst es einfach nicht. Ich habe vor allem kapiert, dass ich in deinem Leben keine Rolle spiele. Das ist doch Quatsch. So? Wieso darf dir denn jeder andere helfen, nur ich nicht? Hältst du es tatsächlich für Einmischung, wenn man mir einen bezahlten Job anbietet? Ich will unabhängig sein, damit ich für meine Mutter und mich sorgen kann, und zwar ohne fremde Hilfe. Vielleicht haben deine bisherigen Beziehungen ja nur so funktioniert, dass du Frauen mit Geld von dir abhängig gemacht hast. Mir war das nie wichtig. Dir war das nie wichtig? Was ist denn mit deiner Mutter, für die du unbedingt Geld verdienen musstest? Angeblich ging's doch die ganze Zeit hier nur um die Scheißkohle. Aber das hatte doch nichts mit dir zu tun. Von dir wollte ich nie Geld und das weißt du auch. Aber wenn du einer Frau kein Geld geben kannst, dann bist du ja komplett überfordert. Weil du überhaupt nicht weißt, wie du deine Gefühle ausdrücken sollst. Weißt du was, Eva, egal was passiert ist. Ich hab dich immer geliebt. Was wolltest du denn noch? Ich wollte, dass du mich respektierst. Stattdessen hast du mich gebucht. Ja, ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe und wahrscheinlich mehr als jeder andere Mann, den du je gekannt hast. Und das war wahrscheinlich der schlimmste von allen. Aber kannst du mir nicht einfach verzeihen? Ich hab's doch versucht. Ich hab's versucht und alles für dich aufgegeben. Und zum Dank hast du Tanja geheiratet. Es tut mir leid. Aber nochmal schaffe ich das einfach nicht. Ja, dann ist sowieso egal, was ich mache. Nach allem, was war, es wird einfach nie genug sein. Ich hatte Ihnen gesagt, dass Sie nur kurz zu ihr können. Aber sie spürt doch, wenn ich bei ihr bin. Es tut ihr gut, das habe ich gemerkt. Momentan helfen Sie ihr am meisten, wenn Sie uns in Ruhe unsere Arbeit machen lassen. Und das will ich für Sie hoffen, denn wenn ich rausfinden sollte, dass das Krankenhaus geschlammt hat, sie deshalb diesen Infekt hat, dann machen Sie fertig. Du kannst jetzt nichts für sie tun. Nur hier warten. Like a waterfall in slow motion, like a map with no ocean. There's a limit to your love. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow. Like a waterfall in slow, like a map with no, like a map with no. There's a limit to your love. There's a limit to your love. Your love, your love, your love. Sie schafft das. Bestimmt. Weißt du noch im Urlaub? Da hast du mal gesagt, dass dich die Wellengeräusche total beruhigen. Mach mal die Augen zu und versuch dich zu erinnern. Was jetzt? Ja, gerade jetzt. Du kannst jetzt nichts Sinnvolles tun, nur hier warten und versuchen, nicht wahnsinnig zu werden. Komm schon.
Hey, Olli. Frank. Ey, zu dir wollte ich eh noch mal. Du, ich habe mich voll vertan. Ich war natürlich bei LCL. Ich hatte ja ein Shooting mit Jessie. Ja, ich wollte dich eh noch drauf ansprechen. Hat sich ja dann erledigt. Ja. Du, ich war sogar noch mal da. Andi, der hat ja seine Pulsuhr vergessen. Die haben wir da abgeholt, bevor wir zum Joggen sind. Ach, hör mal. Ist euch da irgendwas aufgefallen? Ich meine, ihr wart ja jetzt die Letzten, die von den Tätern da waren. Nee, tut mir leid. Habe ich mir gedacht. Sag mal, und wo geht ihr joggen? Ich brauche unbedingt mal eine neue Strecke. Du, runter zum Rhein, bis zur Brücke am Medienhafen. Hatte ich Seitenstechen, da mussten wir einen Schritt laufen und dann über die Brücke zurück. Waren bestimmt eine Stunde unterwegs. Hört sich gut an, soll ich mal probieren? Du, ist total schön zum Laufen, echt zu empfehlen. Danke dir. Warte mal. Die Brücke am Medienhafen ist doch seit letzter Woche gesperrt. Wegen Bauarbeiten. Danke. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Und? Der Arzt sagt, ihr Fieber sinkt. Das heißt? Die Antibiotika schlagen an. Ihr Zustand stabilisiert sich. Alles in Ordnung? Sie liegt jetzt hier seit Wochen. Als wäre sie fast gestorben und ich bin schuld daran. Das ist Schwachsinn. Nein, ist es nicht. In der Nacht vor ihrem Zusammenbruch, da ist sie zu mir gekommen, um mir zu sagen, dass sie mich liebt. Und ich habe ihr nur vorgeworfen, dass sie alles alleine durchziehen will. Und dann kommt sie zu mir, will mir sagen, dass sie mich liebt und braucht mich und ich bin nicht für sie da. Echt? Da hast du mich falsch verstanden. Na, aber du hast doch erzählt, dass ihr über die Fußgängerbrücke am Medienhafen gelaufen seid. Nur, dass die gesperrt ist. Nee, da laufen wir normal lang, aber jetzt war die ja gesperrt. Also wir haben da kehrt gemacht, dann auf der gleichen Seite zurück. Aber so hast du es nicht gesagt. Da habe ich mich da wahrscheinlich einfach missverständlich ausgedrückt. Warum bist du so nervös? Weil du mich hier behandelst wie so ein Schwerverbrecher. Entschuldige, ist eine Berufskrankheit. Dann war die aber kürzer als eine Stunde unterwegs. Ja, ich habe ja jetzt nicht auf die Uhr geguckt. Also normal brauchen wir halt eine Stunde. Ja, aber jetzt war die Strecke kürzer, also habt ihr, ich schätze mal, 40 Minuten gebraucht? Keine Ahnung, Frank, aber warum ist das so wichtig? Weil das hieße, dass ihr theoretisch die Zeit gehabt hättet, um zur Tatzeit bei LCL zu sein. Was wird das denn? Krimi-Stunde? Du verdächtigst doch wohl nicht meinen Neffen. Du, also im Moment tut er alles, um sich selber verdächtig zu machen. Wahrscheinlich, weil du ihn nervös machst. Ja, also wer nichts zu verbergen hat, der braucht nicht nervös sein, oder? Ich bin ja auch nicht nervös. Ich bin heute einfach nicht so gut drauf. Wegen Helmke? Nee, wegen Christian. Wir haben uns am Telefon gestritten. Um was ging's denn? Ach, um die Jacke? Welche Jacke? Es ging um was anderes, ja? Könnt ihr mich bitte in Ruhe lassen? Ich hab's echt eilig. Ist aber wirklich nicht gut drauf heute, dein Neffe. Ach. Es tut mir leid, ich weiß auch nicht, ich hätte mich einfach besser im Griff haben sollen. Ach, Quatsch. Das ist doch total verständlich. Danke auf jeden Fall, dass du da warst. Gern. Und für alles andere. Ich frag mal, ob ich jetzt zu ihr rein kann. Du kannst natürlich auch schon vorfahren. Ich werde noch ein bisschen hier bleiben. Mein Termin hat sich jetzt erledigt. Ja? Okay. What's
what's inside. I don't like what I see, so I say goodnight. Don't wake me 'cause I'm dreaming in color. Black and white is not my friend. Candy-coated figures hold me in my bed. I've never been so deep inside a shadow. I've never been so insecure of what I know. I've gotta figure it out. I need a story to tell. Where's the feeling I long for? Hallo Eva, ich habe was für dich. Ta-ta-ta-ta, dein Arbeitsvertrag hat Elisabeth gerade per Kurier reingeschickt. Ich glaub's nicht. Die beiden sind nicht zu bremsen. Du hast ja keine Ahnung, worauf du dich da eingelassen hast. Herzlichen Glückwunsch. Du hast echt alles richtig gemacht. Weiß Ansgar eigentlich schon Bescheid? Ja, das ist ihm egal. Aber macht nichts. Ich hab's geschafft. Und zwar ganz allein. Vor ein paar Wochen hast du noch gedacht, dass du den Escort-Shop nie an den Nagel hängen wirst. Und jetzt hast du genau die Lehrstelle, die du haben wolltest. Und dazu noch einen Nebenjob, obwohl du erst im ersten Lehrjahr bist. Du kannst echt stolz auf dich sein. Danke. Keep on looking, you keep on searching, keep on moving, and you get a little further. Keep on trusting, you keep on. Demnächst bekommt von mir nur noch der, was sie kocht, der sich rechtzeitig anmeldet. Wirklich, Linse, es steht dir nicht zu, die Herrschaften zu verurteilen. Es ist dein Job, umzudisponieren. Zu jeder Zeit. Das kann auch jeder. Ach, Frau Hansen, schön, Sie zu sehen. Nickst du's? In der Tat. Dürfte ich Sie um was bitten? Natürlich. Was darf ich für Sie tun? Ich bräuchte dringend was zu schreiben. Papier und Stift. Sehr wohl. Keep on wondering, you keep on asking. Vielen Dank. Keep on reaching, keep on taking chances. Keep on longing, you keep on dreaming. Keep on doing what you do, never give up believing. Just try, you just try. You just try. Just try. Maybe your world shakes, you try to hold on. Maybe your heart breaks, just keep on loving. Maybe you'll find out it's meant to be this way. Maybe you'll learn this, or maybe we'll learn this. Das macht man nicht. You just try. You just try. Just try. Keep embracing each day. Keep on yearning. Keep on making mistakes just to keep on learning. Keep on giving. You keep on wanting. Keep on fighting. Just get up every morning and try. Just try.
Graf Lahnstein? Pardon, Graf Lahnstein. Frau Hansen hat diesen Brief für Sie hinterlassen. Hinterlassen? Sie ist abgereist. Aber ich nehme an, alles Weitere steht in dem Brief. Lieber Sebastian, wenn du das liest, bist du gerade aus dem Krankenhaus zurück. Und ich hoffe sehr, dass es Tanja wieder besser geht. Bitte entschuldige, dass ich mich nicht persönlich von dir verabschiede, aber die Zeit mit dir war fast zu schön, um wahr zu sein. Und darum musste ich die Notbremse ziehen, und zwar jetzt. Ich hoffe, du kannst das verstehen. Und was das Baby angeht, mach dir bitte keine Sorgen. Aber ich muss alleine entscheiden, wie ich jetzt weitermachen will. Du hast schon genug mit deinem eigenen Leben zu tun. Ich hoffe, dass Tanja wieder aufwacht und ihr noch eine Chance bekommt. Ich weiß, wie sehr du dir das wünschst. Und ich wünsche mir nichts mehr, als dass du glücklich bist. Alles Liebe, Frieda. Hey. Olli, hast du mal einen Moment? Klar, worum geht's? Komm einfach mit. Ja? Das ist keine rote Beete. Spionierst du mir nach oder was? Keine Sorge, Frank ist nicht da. Charlie? Was soll das? Seit wann wühlst du in meinem Müll rum? Seit du dich so komisch verhältst und mich noch dazu anlügst. Ich hab dich überhaupt nicht angelogen. Ich habe mit Christian telefoniert und der wusste nichts von einem Streit. Also, Olli, sag mir endlich, was los ist, hm? Ich hab was angestrichen. Ein Regal. Ein Regal? Bist du dir sicher, dass es nicht das Pelzlager von LCL war? Oliver,